Was für ein Monat! Über 30 Fahrzeuge in alle Welt verkauft, Luxusfahrzeuge, Klassiker, darunter 20 911er, ja wirklich 20 911er, aber auch einige Highlights von Ferrari, Mercedes, Bentley, es ist wirklich alles dabei. Und jetzt kommt's, unser 997.1 GT3 RS aus dem letzten Update hat im Porsche Forum für so einige Furore gesorgt. Hier möchte ich mit euch in die Diskussion einsteigen und möchte auch eure Meinung wissen, wie ihr dazu steht. Aber genug geredet, wir kommen schon zum ersten Fahrzeug und es ist wirklich ein Hammer-Update. Wir starten mit dem 812 Superfast in Rosso 70 Ani. Und wenn ihr einen Sportwagen, Klassiker oder Luxusfahrzeug kaufen oder verkaufen möchtet, dann besucht unbedingt röhrle-mobility.de. Los geht's! Ich setze ihn einmal hier rein und wie ihr gleich sehen werdet, ein spektakuläres Fahrzeug. Rosso 70 Ani, ein ganz dunkles Rot und das Auto hat außen Carbon, Frontsplitter, Heckspoiler, hat die Einstiegsleisten in Carbon, die Carbon Racing Sitze mit roten Akzenten und roten Mittelstreifen, LED-Lenkrad, Carbon Mitteltunnel, Luftdüsen, da passt wirklich alles dazu und das Liftsystem. Ein mega Auto und es ist aus zweiter Hand, deutsche Auslieferung und nur 1800 Kilometer. Geht bei uns in den Verkauf für 370.000 Euro und es sind nahezu 130.000 Euro weniger, wie ihr jetzt für einen Dodici Cylindri mit einer ähnlichen Ausstattung bezahlt. Als nächstes haben wir einen Neuzugang, ein 911 Carrera 3.2 und hier in der besonderen Farbe Irisblau. Sieht man wirklich nicht häufig, so ein heller Ton, erinnert ein bisschen an das Azzurro, auch bei Ferrari. Und dieses Auto hier ist ein 3,2 Liter, bieten wir an für rund 100.000 Euro. Sehr schön gepflegtes Auto mit Nachtblau innen, absoluter Klassiker. Und das erste verkaufte Fahrzeug ist ein 911 SC Weissach, einer von 400 Stück und davon einer in 200 in Platin Metallic. Dieses Auto haben wir verkauft nach Bayern für 85.000 Euro. Wie ich finde, super Kurs, war nebenbei voll restauriert. Und selbst wenn man heute ein schlechtes Exemplar kauft, kann man es für dieses Geld nicht mehr restaurieren. Unmöglich, dass man da noch bei 85.000 Euro rauskommt. Das nächste verkaufte Fahrzeug ist wieder ein luftgekühlter Porsche. Hier ein 911 Carrera 3.2 in weiß aus erster Hand mit unter 80.000 Kilometer. Dieses Auto haben wir auch an einen sehr netten Kunden aus NRW für knapp 90.000 Euro verkauft. Und ihr seht schon, wir bleiben beim Thema Porsche. Porsche ist seit diesem Mal sehr, sehr zahlreich vertreten. Es sind über 20 911er und was lächelt mich hier an? Ein 930 Turbo 3.0. Das Auto ist aus zweiter deutscher Hand mit ausweisbarer Mehrwertsteuer und den haben wir nach Tschechien verkauft für 165.000 Euro und der Kunde hat mit einer Firma gekauft, also hat es auch netto erworben und hat eben knapp 140.000 Euro bezahlt. Da glaube ich, hat er auch einen ganz guten Deal gemacht. So, das nächste verkaufte Auto ist ein 991.2 GT3 Touring, aber nicht irgendeiner. Wir haben hier ein Fahrzeug in PTS Irischgrün und eines kann ich euch sagen, wir haben das Auto auf Instagram gepostet. Wir blenden hier mal kurz unser Profil ein und keine 10 Minuten später hatten wir zahlreiche Anfragen und das Auto war sofort verkauft. Es bleibt in Deutschland, wechselt für 190.000 Euro den Besitzer. Und was meint ihr? Irischgrün, einer von wahrscheinlich 5, die europaweit ausgeliefert wurden, mit Keramikbremsanlage, mit Liftsystem, mit silbernen Felgen, mit den silbernen Zierleisten an den Scheiben. Also ich finde, es ist doch ein mega Auto, vielleicht der schönste 911 der Neuzeit, absolut gerechtfertigt und trotz der 20.000 Kilometer seht ihr eben, dass diese Autos begehrter sind denn je und mehr Geld bringen als ein neuwertiger 992 GT3 Touring. Das nächstverkaufte Auto ist wieder ein 991, in dem Fall ist es ein 991 GTS Sauger noch, 991 Carrera 4 GTS Sauger in weiß mit rund 25.000 Kilometer. Dieses Auto haben wir auch für knapp 120.000 Euro verkauft und das Ganze bleibt auch in Deutschland. Der nächste Neuzugang ist weiterhin ein 992 und wenn ich mir die Reihe hier anschaue, es kommen noch 4, 5 992. Es ist ein 992 Carrera 4 GTS
mit gerade mal 300 Kilometern. Perfekter Spec, schwarz-schwarz, 18 Wege, alles was man braucht, mit dem Zentralverschluss, mit GTS-Interieurpaket. Und dieses Auto nehmen wir jetzt in den Verkauf für rund 190.000 Euro. Der nächste Neuzugang, und ja, 992 bleibt hier das Thema. Der 992 GTS in Alba-Blau, ihr habt ihn in unserem letzten Video sicherlich gesehen, mit den Vollschalensitzen und der Keramikbremsanlage. Ein wirklich besonderes Auto in einer besonderen Konfiguration. Alba-Blau ist ja auch ein PTS-Farbton und dieses Auto ging in die Niederlande für 160.000 Euro, ebenfalls verkauft. Und hier lächelt mich jetzt schon ein 992 GTS Cabrio an. Das Auto ist hier in GT Silber mit silbernen Felgen, ein heckangetriebener, wenig Kilometer und geht hier auch in den Verkauf für rund 170.000 Euro. Der nächste 911 Neuzugang, sind wir schon hier bei Nummer 3, und als nächstes kommt hier ein 997.1 Turbo, und die 997.1, da kann ich eins zu sagen: Die sind wirklich sehr gefragt als Turbo, insbesondere mit Handschalter, und der hatte auch noch eine Keramikbremsanlage in Italien erst ausgeliefert und geht jetzt wieder nach Italien in die italienische Sammlung. Ja, so ist es dann häufig, dass dann diese Autos dort wieder ein bisschen mehr gefragt sind wie deutsche Fahrzeuge, auch verkauft. Der nächste Neuzugang ist ein 992 Carrera 4 GTS Cabrio Sportdesign-Paket, rund 7.000 Kilometer. Da passt wirklich alles an dem Auto. 18 Wegesitze, Liftsystem, Matrix, ja, Hinterachslenkung, erweitertes Lederpaket. Es ist wirklich so, wie es sein muss, und mit dem Sportdesign-Paket in schwarzen Akzenten finde ich wirklich das i-Tüpfelchen, was das Auto einfach sehr sportlich wirken lässt. Geht auch in den Verkauf für 170.000 Euro. So, wir sind dann gleich mit dem Thema 992 durch, aber es kommen noch 3 Stück, sehe ich hier. Der nächste ist ein limitierter, 50 Jahre Turbo, endlich haben wir einen da, und ich finde, wir haben ihn auch in der richtigen Farbe, nicht Aventuri Grün wie die meisten, sondern in GT Silber. Das sieht einfach aus meiner Sicht nochmal ein bisschen, ja, klassischer, zeitloser, eleganter aus, gerade mit den goldenen Akzenten und mit dem Schottenkaro. Ein super, super cooles Auto. Der hier ist aus 25, hat 600 Kilometer, und den bieten wir für 330.000 Euro an, was rund 30.000 Euro über Liste ist. Aber an dem Auto habt ihr keine Haltefrist, nichts. Ihr könnt es kaufen, fahren, keine Finanzierung abschließen und fertig. Und da glaube ich, ist es ein attraktives Paket. Da bin ich mal gespannt, wie lang der bei uns stehen wird. Ich bin ja selber nicht ganz so überzeugt von diesen ich nenne es mal B-Sondermodellen, die abseits von den ganzen, ja, Dakars und STs laufen, sind da irgendwo schon in der zweiten Reihe angesiedelt. Und oftmals sind die Autos, ja, im Prinzip technisch gleich wie das Serienmodell, aber optisch ein bisschen aufgewertet. So ist es auch hier. Und da der neue Turbo S jetzt schon vor der Tür steht, stellt sich natürlich schon die Frage, wie sich Preise entwickeln wird. Wahrscheinlich werden die schon stark fallen, aber dennoch super schönes Auto, was auf jeden Fall, ja, doch ein bisschen besonderer ist wie ein normaler Turbo S. Ja, endlich wechseln wir mal die Marke und kommen zu Ferrari, und wir haben hier den Ferrari 458 Spider, war auch hier schon mal im Update bei uns. Auto aus erster Hand mit sehr wenig Kilometer, super gepflegt, hat es bei uns noch einen Service bekommen und Ferrari Garantieverlängerung. Das Auto ging zu einem Händlerkollegen in Frankreich nach Paris für 240.000 Euro. Und ja, wir machen einen Schritt zurück und sind wieder bei 992, der nächste verkaufte 992 Turbo S Coupé, schwarz-schwarz mit gelben Akzenten. Keramikbremse leicht serienmäßig, aber die gelben Bremssättel in Kombination mit den gelben Ziernähten innen ist einfach die Kombi schlechthin, funktioniert immer und ging auch an einen sehr netten Käufer in Deutschland. Das Auto hat für rund 220.000 Euro den Besitzer gewechselt. Ich glaube, das ist in Anbetracht des Neupreises ein ganz solider Kurs. Und ja, generell, wenn man eins sagen kann, der 992 hat letztes Jahr wirklich nicht gut funktioniert. So langsam kommt er aber, das liegt auch am Facelift. Wir haben es ja mal in unserem Strategie-Report angekündigt Anfang des Jahres. Die Neuwagenpreise sind dermaßen hoch,
dass die Gebrauchten im Moment sehr attraktiv sind und die Musik spielt wirklich hier bei den jungen Gebrauchten. Deshalb, wenn ihr einen 992 habt, egal Carrera, 4S, GTS, Turbo S, ja, Dakar, ST, wir kaufen da derzeit alles. Also bietet es uns sehr gerne an. Der nächste verkaufte Turbo S. So, wir sind jetzt rund bei der Hälfte und ihr seht schon, es sind sehr, sehr viele Autos, die wir gehandelt haben. Und natürlich einfach super, wenn wir so einen Start hinlegen. Es sind viele Autos auch aus der Community, die wir gekauft und auch in die Community verkauft haben. Es freut uns natürlich besonders, wenn wir dann auch ja, so da Synergien dann zwischen den Käufern schaffen können. Und ja, wir kommen wieder zu Ferrari. Und hier haben wir einen Ferrari 430 Spider und auch da, ja, es ist unser Auto, dennoch muss ich hier auch sagen, der Spec war wirklich sehr, sehr gut. Rosso Corsa mit schwarzem Interieur, mit roter Sitzkeder, was es äußerst selten gibt. Es ist ein später, dadurch hat er auch die Keramikbremsanlage, Scuderia-Embleme, nur 20.000 Kilometer, deutsches Auto aus zweiter Hand. Was glaubt ihr, was hat er gebracht? Ich finde eigentlich nicht viel, wenn man mal überlegt, dass Kombination Spec und auch Kilometerstand wirklich einfach passen. Das Auto hat 135.000 Euro gebracht. Das finde ich wirklich ja, eine super Preis-Leistung. Aber da sieht man einfach auch, dass der 430 noch nicht so gezündet hat wie der 458. Wahrscheinlich liegt es dann doch daran, dass einfach technisch ja, wirklich viel zwischen den Autos steckt. Das merkt man heute einfach noch in den Preisen ein Stück weit. Also verkauft und Auto bleibt auch in Deutschland. Und jetzt kommt der nächste Ferrari und der ging ins Ausland. Und zwar ging der nach Südamerika. Wir haben einen F8 Spider aus dem letzten Update, kennt ihr den noch, mit 300 Kilometern. Dieses Auto hat ursprünglich mal auch ja, jemand gekauft, der in der Formel 1 ja, für Ferrari auch aktiv war. Aber jetzt geht er nach Uruguay, nach Montevideo, in die Hauptstadt und das Auto hat für 310.000 Euro die Hand gewechselt. Auch hier finde ich, ist es ein durchaus fairer Kurs für den Käufer und dadurch, dass er auch ein Gewerbekäufer ist im Drittland, bekommt das Auto natürlich auch netto geliefert. Wir haben die Verschiffung für ihn organisiert und das Auto auch an den Hafen nach Rotterdam gebracht. Und die Verzollung, alles ist hier aus einer Hand und es wird dann bei ihm vor die Tür in Montevideo angeliefert. Ist eine coole Sache, macht uns auch immer mega viel Spaß, die Leute ja, aus der ganzen Welt irgendwo auch kennenzulernen. So, wir sind mal wieder beim Thema 992 angekommen, wie ihr es schon seht. Sehr, sehr viele 911er derzeit und hier ein 992 Turbo, kein Turbo S. Der Turbo S hatte ja eine Bestellquote von, glaube ich, über 95%. Also der Turbo ist wirklich selten. Und hier in Enzianblau mit 7.000 Kilometern, Neupreis 250.000 Euro in 2023. Das Auto geht jetzt in Verkauf bei uns für 199.000 Euro. Und auch hier muss man sagen, einfach mega Preis-Leistung und einfach undenkbar noch vor einem Jahr, dass man die Autos zu solchen Kursen bekommt. Hier der 992 Turbo. So, und jetzt sind wir beim 997.1 GT3 RS in grün, manche sagen auch Viperngrün, einer von 78 Stück. Und ja, hier ist wirklich eine Diskussion im PFF, im Porsche Forum, ja, um das Fahrzeug entstanden. Die einen sagen viel zu teuer, die anderen sagen die Historie, wir haben das Auto mal ursprünglich auch aus England importiert, würde nicht passen. Auf der anderen Seite sagt dann der eine, ja, die Sicherheitsgurte wurden schon mal gewechselt, was irgendwie für ihn ein Anzeichen war für Rennstreckenbetrieb. Der andere hat gesagt, ja, an den Käfig war eine Verlängerung angeschraubt. Und da seht ihr einfach mal, wie vorsichtig man auch heute hier als Händler sein muss, wie man die Autos annonciert, welche Daten man auch rausgibt. Ne? Im Zweifel landen die nachher in irgendwelchen Foren und werden diskutiert und teilweise wurden auch unsere Nachrichten an den Interessenten dort einfach veröffentlicht. Das fand ich an der Stelle nicht ganz richtig. Auf der anderen Seite hat es dem Auto nichts abgetan. Wir waren da sehr transparent. Aber was meint ihr? Ich blende euch hier mal so ein paar Kommentare ein. Ist es gerechtfertigt für dieses Auto? Wir haben 189.000 Euro aufgerufen. Auf der anderen Seite kostet ein vergleichbarer Orangener vielleicht nur 170.000 Euro. Ja, aber da haben wir auch gesagt,
wenn man so ein seltenes Auto hat und Color Make Cars, dann müssen wir da, und im Einkauf war es eben auch so, müssen wir mehr bezahlen, haben wir es für diesen Kurs angeboten. Und ja, am Ende haben uns jetzt viele aus dem Forum auch kontaktiert und meinten, das Auto sei zu teuer. Ich glaube, das war es nicht, weil wir haben ihn verkauft und das Auto geht in die Niederlande für rund 180.000 Euro, also 10.000 Euro unter unserem Aufrufpreis. Wir haben da dann schon ein Zugeständnis gemacht, aber ich fand, es war ein super fairer Kurs, vor allen Dingen, weil die Grünen nicht häufig einfach am Markt zu finden sind. Ja, und beim 907.1 GT3S möchte ich einfach so ein paar Kommentare einmal kurz rausziehen. Zum einen hieß es, das Auto sei nachlackiert worden an der Front, hätte rund 240 μ, ja, also Mikrometer auf der Motorhaube. Stimmt auch, haben wir auch gemessen. Das Protokoll stellen wir auch jedem bereit, der die Autos bei uns anfragt. Tatsächlich war die Front aber foliert. Das ist in dem Fall untergegangen und stellte von dem her kein Problem dar. Dann war das Auto tatsächlich im Zweitaufenthalt in England, wurde von Deutschland nach England exportiert. In England dann hatte es mehrere Besitzer und von England haben es dann wiederum wir gekauft und importiert. Was meint ihr, ist es okay, ein deutsches Auto wieder zurückzuholen? Wir sehen da eigentlich kein Problem dabei. Es ist ja schließlich kein Fahrzeug aus England. Aber auch hier hieß es dann, es sei ein Importfahrzeug und es würde eben nicht sauber wirken, würde möglicherweise auch Sammler in der Zukunft abschrecken. Wir haben da eine ganz andere Erfahrung gemacht, aber würde mich einfach mal interessieren, was eure Meinung zu europäischen Reimportfahrzeugen ist. Das nächste ist der Klappsportbügel in Wagenfarbe. Der hat vorne so, also hinter den Sitzen, so rechts vom Kopf, beim Beifahrer, links vom Kopf beim Fahrer, hat er solche Anschraubschlüsse und da kann man dann eben noch eine Verlängerung reinschrauben, die dann über die ganze Tür hinweg läuft und dann vorn eben in den Fußraum dann wieder reingeht. Das macht man oft für einen Rennbetrieb, ist dann aber auch nur in Kombination mit, wenn man eben einen Helm trägt, auch fahrbar, wenn man sonst den Kopf stoßen kann. Ja? Und hier wurde dann gesagt, ja, das ist ein Auto, das sicherlich auf der Rennstrecke war, sprechen wir auch nicht ab. Ich denke, es ist auch artgerecht für 907 RS, den so zu bewegen. Aber es wurde dann schon sehr negativ ausgelegt, weil es dann hieß, ja, wenn jemand den dann auch reinbaut, dann ist es dann schon ein extremer Rennstreckenbetrieb. Aber das konnten wir so nicht bestätigen. Zum einen war das Auto von den Überdrehern nicht nur in Stufe 1 und hatte durchgehend auch den Originallack. Also insofern weiß ich nicht. Für mich zählt am Ende Emotion und das Thema Grün bei dem Auto hat uns einfach extrem begeistert und ich glaube, es hat auch den vorherigen Besitzer begeistert, es hat das Auto auch gekauft, aber in der Kombination haben dann doch viele gesagt, sei zu teuer und zu übertrieben und der Händler spielt hier die Karte mit der Farbe. Also, was meint ihr zu diesem Auto? Es ist in den Niederlanden eben jetzt gelandet für 180.000 Euro. Ein glücklicher Käufer, dem es auch technisch gepasst hat. Das nächste Auto ist hier ein Bentley Bentayga S. Neuwagen aus Modelljahr 25, Ende 24 produziert. Den haben wir verkauft für 285.000 Euro. Das Auto geht nach Asien. Also ihr seht schon, es geht einiges auch international und jetzt kommen noch mal ein paar Autos, ja, die auch in diese Richtung gegangen sind. Aber zunächst mal ein Neuzugang 992 Carrera Coupé und das Auto hat auch unter 10.000 Kilometer mit Sportabgas, Chrono, 4-Wege Sportsitzen, Glasschiebedach, also für ein Carrera wirklich super gut ausgestattet und geht für nur 113.000 Euro in den Verkauf. Also sensationelle Preis-Leistung. Wir haben aktuell 992.2, da Neuwagen, der ist kaum besser ausgestattet, kostet 155.000 Euro und da glaube ich auch hier die Preis-Leistung mega. Nächstes verkauftes Auto Cayenne Turbo GT E-Hybrid, also das Facelift 24er, davor war es ja ein Verbrenner. 15.000 Kilometer haben wir verkauft nach Hamburg für 205.000 Euro. Und wenn ihr unser Video gesehen habt, Behind the Scenes, ein Tag hier bei uns, dann habt ihr die Verhandlungen mitbekommen über den Ferrari 296 GTB.
Und ja, ich konnte den sehr netten Verkäufer auch überzeugen. Wir haben das Auto jetzt von ihm hier. Es ist tatsächlich ein Vermittlungsauto. Wieso ist es das? Der 296 hat einfach so viel an Wert verloren, dass wenn wir dort ein Ankaufangebot machen, da wird der Verkäufer einfach nicht glücklich. In der Situation sagen dann auch wir, schau her, wir bieten dir die Option an, das Auto mit uns gemeinsam zu verkaufen. Du nutzt unsere Plattform, auch den Mehrerlös, den wir generieren können, versus einen Privatverkauf, und dann kommst du hier ganz gut raus am Ende. Wir haben noch Spaß dabei und so ist es auch. Der 296 GTB geht jetzt in den Verkauf für 275.000 €. Und was ich an dem Auto einfach klasse finde, ist die Farbe. Es ist Rosso Dino. Ihr kennt es vielleicht von Porsche, Lava Orange. Es ist wirklich der gleiche Farbton mit Racing-Sitzen, Scuderia-Emblem, Cavalinos, Liftsystem. Also super Kombination und auch hier mit einem Neupreis von weit über 300.000 € spart ihr euch einiges. Zu 24, 25 hätte dieses Auto einen Listenpreis von rund 330.000 € gehabt. Jetzt 15.000 Kilometer. Also da muss ich echt sagen, absolute Fahrmaschine. Jeder, der einen 296 mal gefahren ist, der weiß, die Leistung ist auf Supercar-Niveau. Da kommt wirklich so schnell nichts ran. Die nächste Überraschung, ein Cayman GT4S. Und auch hier ist es gleich wie beim 902. Letztes Jahr war das Auto absolut tot, unverkaufbar. Selbst über den Preis ging es nicht. Aber jetzt entsteht so langsam Nachfrage. Dieses Auto hier haben wir verkauft mit, ich glaube, 3.000 Kilometern und erster Hand mit Weissachpaket, Sharkblau, mit Vollschalensitzen, Klappspaket, Lift, alles was sein muss, für 165.000 €. Und auch hier hat der Käufer sicherlich einiges zum Neupreis gespart und kann sich jetzt ab einem sehr schönen, neuwertigen Cayman erfreuen. Nächster Verkaufter ist ein Ferrari Roma und das ist auch nochmal so ein Beispiel hier, puncto Preis-Leistung im aktuellen Markt. Ja, es ist wirklich ein Käufermarkt, man bekommt im Moment enorm viel fürs Geld. Man sieht zwar schon jetzt, die Preise steigen wieder leicht, aber der Kunde hier, der liebe Malte, wenn du das siehst, liebe Grüße auch an dich. Der hat hier, glaube ich, echt einen guten Kauf gemacht. Dieses Auto hat neu 260.000 € gekostet. In Argento Nürburgring mit der 20 Zoll Schmiedefelge, mit dem McNair Fahrwerk, mit 360-Grad-Kamera, mit Daytona-Streifen, mit sämtlichen Ausstattungen, mit Matrix, ja. Und der Kunde hat das Auto mit unter 10.000 Kilometer für gerade mal 185.000 € gekauft. Also ich glaube, billiger geht es wirklich nicht. Und die dürften auch nicht weiterfallen, die Romas. Besonders bei so einem Kurs kann man da eigentlich nichts falsch machen. So, wir wechseln zur Marke Mercedes. Es kommen 3 richtig spannende Fahrzeuge, 2 Neuzugänge und ein verkaufter. Zunächst mal ein AMG GTC Roadster, absolut neuwertig. Geht für 145.000 € in den Verkauf und hier lächelt mich schon ein G63 an, wirklich bei uns im Moment ein Topseller. Ich glaube, dieses Jahr schon 10 Einheiten verkauft, sind auch nicht alle im Verkaufsupdate. Wenn ihr da einen habt oder eine Quote habt, wir kaufen ihn euch ab oder fragt doch mal euren lokalen Benz-Händler, ob er euch einen gibt, dann kaufe ich euch die Quote ab. Der hier geht auch wieder nach Asien, das nächste verkaufte Fahrzeug und jetzt kommt hier ein SLS Coupé, also für mich der Mercedes der Neuzeit schlechthin. Absolut stilvoll das Auto, in Silber, so wie es sein muss. Innen ist er zwar schwarz, da hätte ich mir so rot gewünscht. Da finde ich einfach cool, Silber, Rot, auch so wie der alte SLR. Und der hier ist aus zweiter Hand mit 25.000 Kilometer, geht für 250.000 € in den Verkauf. Und da bin ich mir sicher, lang wird er nicht bei uns stehen. Der SLS, ein mega Auto und ich bin mit dem gefahren und die Verarbeitung ist on point. Also da rattert nichts, da ist alles so wertig und man wird nicht abgelenkt. Man hat noch ein analoges Drehzahlinstrument, wenig Knöpfe, ein ganz einfaches Infotainment. Das ist wirklich Autofahren pur, ein mega GT-Fahrzeug. Ich meine, ich bin normalerweise nicht so der Mercedes-Fan, aber dieses Auto ist echt mega. Was kommt hier? Ein Lamborghini Urus SE. Es war, glaube ich, der zweite physische, der den Markt, ja, den deutschen Markt sozusagen, der reinkam.
Und das war unser, der war auch sofort weg. Das Auto haben wir an einen Händlerkollegen aus Deutschland verkauft. Der hat es aber auch wiederum gleich weiter exportiert. Meines Wissens auch im asiatischen Raum. Urus SE, und das Auto hat für 360.000 Euro den Besitzer gewechselt. Und auch hier gilt, wenn ihr einen Urus SE habt, da sind wir sehr, sehr scharf drauf im Moment. Gerne anbieten. So, ich erlöse euch gleich, aber es kommen noch zwei 992, dann seid ihr durch. Der erste ist ein 992 Dakar, 8000 Kilometer, erste Hand, Mehrwertsteuer und mit dem Rallye Design Paket, mit dem Rallye Sport Paket, also Überrollbügel in Lift und so weiter, Rough Roads, Folierung. Auto geht für 310.000 Euro in den Verkauf, ist, glaube ich, sehr kompetitiv, dürfte auch nicht allzu lange stehen bei uns, und er hat auch noch die ganzen Aufbauten dabei, außer der Klappspaten, der fehlt. Also wenn ihr unbedingt einen Klappspaten braucht, dann ist das nicht der richtige für euch, wobei ich würde ihn euch kaufen. Also ich kaufe euch den Klappspaten dazu, an dem soll es am Ende nicht scheitern. Hier der 992 Dakar, Neuzugang, und dann haben wir hier noch einen 992 GT3 RS. Ihr kennt ihn aus dem letzten Update, da ist er neu gekommen, jetzt ist er verkauft nach Dubai. Auto hatte 8000 Kilometer und ging für rund 290.000 Euro eben in die Emirate. Dann hier nochmal ein Auto aus unserem Behind the Scenes. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, werft auf jeden Fall einen Blick rein. 997.1 GT3. Und ihr werdet es in dem Video sehen, das Auto ist wirklich gut. Keine Überdreher, Erstlack, Keramikbremsanlage on point. Super Historie, sehr gut gepflegt, und auch der wird sicherlich nicht lange stehen. Geht in den Verkauf für 120.000 Euro. So, zwei Fahrzeuge haben wir noch, dann sind wir durch. Der nächste Neuzugang, 911 SC in hellbronze, coole Farbe, Goldton mit innen braun, wurde in Kanada ausgeliefert mit Fuchsfelgen. Super cooles Auto, super coole Farbkombination, geht für 79.000 Euro in den Verkauf. Und zum Schluss haben wir unseren Renault R5 Turbo, und auch der ist verkauft, und der geht diesmal nach Tschechien für 170.000 Euro. Geht er in eine Sammlung, und damit wären wir durch. Das war unser Februar. Wie ihr seht, es ging einiges, und wir brauchen so langsam wieder Material, um mitzuarbeiten. Also wenn ihr etwas habt, Porsche, Ferrari, Mercedes, Bentley, egal was, Lamborghini, wir sind derzeit auf der Suche nach sämtlichen gut gepflegten Fahrzeugen mit guter Historie, wenig Laufleistung, hoher Ausstattung. Da zahlen wir mal Top-Preise. Und für das nächste Q&A könnt ihr gerne eure Fragen auch bei diesem Video drunter schreiben. Es folgt dann in Kürze. Es hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr habt einen Einblick bekommen, was bei uns die letzten Monate ging. Schreibt mir eure Fragen, Anregungen auf jeden Fall in die Kommentare. Ich freue mich schon aufs nächste Video, und ciao.